geht das Ding ab, Mann. 310, 320. So wie der jetzt abgestimmt ist, glatte 5 Sekunden. Im letzten Video sind wir ja hier den BMW M5 CS von G-Power umgebaut, gefahren, knapp 800 PS, ultra schnell gewesen. Aber heute, wie im letzten Video schon angekündigt, hier, das ist unser Auto für jetzt, Porsche 992 Turbo S. Serienmäßig 650 PS. Das Auto befindet sich hier aktuell noch in der Entwicklungsphase. Also man weiß gerade noch nicht, bei welcher Leistung man exakt sein wird. Aber es wird davon ausgegangen, dass wir hier auch, wie beim M5 CS, mit knapp 800 PS fahren. Und ich glaube hier, knapp 800 PS, also knapp 150 PS nochmal mehr, das ist eine richtige Ansage. Man muss dazu sagen, 992 Turbo S, ich meine, serienmäßig ist das Ding schon brutal schnell. Wir sind jetzt ein paar schon gefahren, muss man sagen. Damals MTM-Umbau, 992 Turbo S mit 900 PS. Das war für mich immer noch die krasseste Launch Control mit 2,3 Sekunden von 0 auf 100, also abnormal. Und auch 100, 200, ich meine Turbo S, es ist halt einfach eine Allzweckwaffe. Ja? Das Ding kannst du auf der Rennstrecke fahren, das Ding ist abartig schnell auf der Autobahn, aber auf der anderen Seite auch wirklich tiefenentspannt zum Fahren. Ich finde trotzdem von vorne einfach 992 Turbo S gefällt mir, der 991 persönlich deutlich besser. Ich weiß nicht, was ihr davon sagt, Leute, kommentiert mal drunter, gefällt euch Front 991 Turbo S besser oder hier 992 Turbo S, aber dafür Heck, lasst uns mal nach hinten gehen, denn wir haben hier das sozusagen dieses Aerodynamikpaket am Start und hinten ist halt schon fett. Hinten ist wirklich fett. Hier hinten dieser Spoiler nochmal, dann fährt sich das Ganze aus und wir haben hier von G-Power umgebaut. Wir haben Sportcuts am Start mit einem anderen Endschalldämpfer. Also dementsprechend wird das hier auch ordentlich klingen und ich würde sagen, Robert, du bleibst direkt hinten stehen. Und wir starten den jetzt mal, ja, wie sich das so im Vergleich zu Serie anhört. Okay. Schon gut. Schon ordentlich laut. Oh, das klingt geil. Gib mal ein bisschen Standgas. Ja, also da, wie du auch direkt einfach gleich richtig schön die Turbos hörst, richtig schön die Lader. Robert, ich würde sagen, wir steigen ein oder soll ich alleine heute fahren? Also ich lasse dich ungern alleine. Es braucht einer, der mitbremst. Ja, also ich würde sagen, Robert, wir fahren wieder gemeinsam. Ich meine, Leute, ja 0 auf 100 Messung, 100, 200 Messung wird ein Ticken langsamer sein. Aber trotzdem, ich würde sagen, wir fahren zu zweit oder wir genießen zu zweit die Fahrt. Dafür haben wir einen Ticken mehr Emotionen. Eben, dafür haben wir einen Ticken mehr Emotionen und es geht ja um die Emotionen, Leute. Also, auf geht's, Jalla, Abfahrt. Leute, dann sind wir hier unterwegs im Porsche 992 Turbo S. Und ich muss sagen, Spec finde ich echt geil. Außen schwarz mit der schönen gelben Keramikbremse und hier innen geht es weiter. Schwarzer Innenraum und dann haben wir hier überall schön die ganzen gelben Nähte. Auch hier Drehzahlbereich in Gelb, Sport, Chrono-Paket. Schön in Gelb das Ganze gehalten. Und auch sonst, wir sind jetzt hier im normalen Komfortmodus unterwegs und das ist das Faszinierende am Turbo S. Jetzt, du denkst, du bist in einem ganz normalen 911er unterwegs. Und wenn du dann in den Sportmodus gehst, dann hast du wirklich die Power am Start. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt. Durch das, dass wir jetzt doch schon verschiedene Versionen eigentlich gefahren sind, bis zu 900 PS, bin ich mal gespannt jetzt hier mit den knapp 800 PS, was da so vorwärts geht. Vor allem, man muss halt dazu sagen, das Auto hier von G-Power befindet sich noch in der Entwicklungsphase. Also das ist noch nicht final. Wir sind die Ersten, die das Auto hier fahren dürfen. Und das Auto wurde auch noch nie davor gemessen. Ne? Also auch noch nicht von G-Power. Also schauen wir mal, was da so geht. Aber ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt mal hier in den Sportmodus. Boah. Alter, das Ding.
Da lachst ja du sogar. Was ist denn da los? Das ist richtig. Alter, das Ding bollert aber mal richtig raus. Alter Schwede, komm, erster. Alter Schwede. Was zum Teufel ist das denn? Da machen wir hier direkt bei dir auch noch das Fenster auf. Boah, das klingt ja... Das klingt mal richtig geil. Oh, vor allem, das klingt so richtig tief bassig. Also gar nicht, dass du irgendwie jetzt das so mit einem hellen Klang hinbekommst, sondern perfekt hier zu dem Auto richtig schön böse tief bassig. Auch allein schon Standgas hier im Stand, wie das Ding richtig schön tief böse klingt. Alter Schwede. Oh, das ist geil. Also das ist wirklich geil, muss ich jetzt halt schon sagen. Definitiv hier, glaube ich, vom Klang her, mein Favorit, was ich von allen Turbo S bisher gefahren bin. Wirklich auch perfekt von der Schubabschaltung her. Das ist geil. Oh, da hörst du die Lader direkt. Oh. Robert, ich glaube, da geht heute was vorwärts. Ja, ich denke auch. Jetzt machen wir die Fenster zu, weil wir sind hier jetzt auf der Autobahn. Und wenn dementsprechend freie Fahrt ist, dann reißt man hier schon ein bisschen auf, würde ich sagen, oder? Ja, hoffe ich mal. Aber ich bin echt auch mal gespannt, was hier 100, 200 gehen wird. Machen wir mal hier 4. Gang, rüber, aus dem 4. raus. Alter Schwede. Alter Schwede. Das ist krass. Alter Schwede. 190, direkt 200. Bist du bescheuert? Geht das Ding vorwärts. Alter Schwede, geht das Ding vorwärts. Alter Schwede. Einfach direkt. So. Geisteskrank. So. 290. Und dann, wie das Ding hinten rausbollert. Boah, das ist ein Monster. Hier aus dem 4. raus. Zieh dir das mal rein, wie das Ding bei 6000 Touren dann kommt. Alter. Es schiebt einfach komplett durch. Und wie stabil der einfach liegt. Ich sag's immer wieder, 992 Turbo S, es ist einfach das perfekte Auto. Es ist einfach das perfekte Auto, aber für mich einfach leider noch nicht, weil für mich einfach das Problem ist, ich brauche den Platz. Und deswegen für mich E63, RS e-tron GT, da habe ich einfach den Platz, weil wenn hier hinten noch 2 Leute sitzen, wenn da hinten meine 2 Kinder sitzen, das ist halt einfach zu eng. Und dann habe ich einen Robert noch mit dabei. Das ist einfach zu eng und die brauchen den Platz und das ist halt einfach schwierig. Du würdest hinten schon Platz haben, ja, aber ja, easy, aber mit deinen Kids ist es schon meine so. 2 Kids, die haben halt da einfach keinen Platz dahin. Die brauchen halt einfach den Platz. Allein wie schnell der runterschaltet, was das für ein Kick ist. Brutal. Brutal. Also ich würde sagen, wir messen das Ding jetzt 100, 200, oder? Ja. Bist du ready, Robert? Ich bin immer ready. Draggy ist am Start. Ist am Start. Messgerät ist am Start. Ist am Start. So, aus dem 2. raus. Alter Schwede, da dreht der tatsächlich einmal kurz durch. Und es sind direkt 180, 200. Alter Schwede, ist das brutal. Und 5,56. 5,56. Ja, für das, dass wir gerade durchgedreht sind und es der erste Lauf war das schon echt ordentlich. Ich sag dir ganz ehrlich eins, wir haben jetzt einen vollen Tank, wir sind zu zweit im Auto, also ich bin mir sicher, wir fahren hier, so wie der jetzt abgestimmt ist, glatte 5 Sekunden. Wenn es wirklich gut läuft, schaffen wir sogar unter 5 Sekunden. So, ready? Jo. Durch. Alter Schwede. Ich glaube, die Messung wird aber leider nicht so gut, die lassen wir nicht gelten, weil ich habe nämlich gerade noch mal runtergeschalten gehabt, aber es sind trotzdem direkt 280. Also ich sag dir eins, Ja. das Ding hier, wenn kein Verkehr ist, wenn er da wirklich ohne Probleme
bisschen Gas geben kannst. Ja, kannst du Würde mich echt mal interessieren, was wir hier VMAX fahren würden. Übrigens, Leute, was hier vibriert, das sind hier die Münzen. Also es liegt hier nicht am Auto oder an irgendwas, sondern sind die Münzen. Weil der Robert einfach wieder viel zu viel Geld hat. Und der legt es einfach hier rein ins Mittelfach. Also was extrem ist, wie du diese Lader hier hörst. Was? Alter, bollert das Ding. Alter, bollert das Ding raus. Alter, geht das Ding ab, Mann. Ja, das ist ganz okay. Ja. Also da werde ich schon ein bisschen schwach. Ja, Da werde ich echt gerade ein bisschen schwach, sage ich dir so, wie es ist. Ja, bitte. Alter! Direkt 100. Alter Schwede, das ist so heftig. Alter, Und 2,5. 2 Vor allem, wie sich das einfach anfühlt. Alter, das hat so einen Schlag getan. Das ist einfach so heftig. Also für mich, ganz ehrlich, Leute, es gibt keine krassere Launch Control als im Turbo S und das funktioniert immer und immer wieder. 2,7 Sekunden ist er angegeben. Jetzt sitzen wir zu zweit in dem Auto, wir haben fast einen vollen Tank, 2,5 Sekunden. Das ist einfach abnormal. Damals Porsche Turbo S von MTM mit 900 PS waren 2,3 Sekunden. Das war für mich eigentlich die schnellste Launch Control, die ich je drauf hatte. Und das brauchen wir auch gar nicht nochmal machen, weil das wiederholt sich und wiederholt sich immer wieder. Und wenn ich jetzt alleine sitze, dann sind es wahrscheinlich 2,4 Sekunden. Ist aber ganz ehrlich, das ist schon egal, weil es ist einfach so abnormal schnell. Und jetzt würde ich sagen, jetzt fahren wir nochmal auf die Autobahn, oder? Jetzt reißen wir nochmal auf, wenn es Ja, geht. das würde ich auch sagen. Okay, Okay, ready? ready. Und los geht's. Aus dem zweiten raus. Boah, dann dreht er einmal kurz durch. Aber das war noch unter 100. 180. Direkt 200. Und der hat sich jetzt solide angefühlt. Alter Schwede. 5,21. 5,21. Obwohl er Bist du da deppert. kurz durchgedreht ist, wobei das bei 80 km/h gewesen ist. Alter Schwede, das musst du dir echt mal reinziehen. Wir zwei, du mit deinen 60 Kilo, ich mit meinen 120 Kilo. Das ist schon übel. Komm, drücken jetzt hier nochmal durch, wenn hier freie Fahrt ist. Hast du Fenster offen gelassen, Robert, oder was? Nee, ich nicht. Und du? Nee, ich habe auch nicht das Fenster offen gelassen, aber das sind einfach direkt 300 jetzt. 310. Was ist da los mit dem rechten Fuß schon wieder? Nichts, das gar nichts Bremst los. du schon wieder mit? Nein, das war die Kupplung. Ach so, die Kuppel, ach so, wegen am Runterschalten. Ja, genau. Ich fahre hier manuell auf der Seite. Alter, das ist echt brutal, wie das Ding marschiert. Lass mal an jetzt hier. Bergab. 260. 280. 300. 310. 320. Brutal. Einfach nur brutal. Und die Keramikbremse ist aber mal richtig am Start. Einfach direkt jetzt gerade kurz, ganz entspannt 300 drauf gehabt. Und ich würde sagen, damit können wir auch Schluss machen. Ja, damit belassen wir Also, das Ganze. um hier jetzt zum Fazit zu kommen, Leute, vor allem jetzt gerade der letzte. Wie viel waren es? 5,2? Das hat schon weggemacht, aber 5,21. Alter, das ist halt einfach, das ist halt wirklich übel. Also, erstens, klangtechnisch ist das hier der geilste Klang, den ich bisher gefahren bin bei einem 992 Turbo S. Also erstmal da, Hut ab an G-Power, was die hier Arbeit geleistet haben, weil ich finde genau dieses tiefe, bassige, das passt perfekt hier zum Turbo S. Und dann von den Werten her, musst man überlegen, wenn wir jetzt wirklich die idealen Bedingungen haben, ich bin nicht mit dabei, du sitzt allein in dem Auto, Genau. dann fährt dieses Ding hier einfach unter 5 Sekunden. Aber man muss sich immer wieder bewusst sein, wir haben hier nichts an den Ladern gemacht oder sonstiges. Wir haben hier rein nur Software. Das Auto befindet sich immer noch in der Entwicklungsphase, also das ist noch nicht final. Und wir haben hier knapp 800 PS am Start. Also das ist schon wirklich heftig, die Werte, und vor allem, wie das Ding halt obenrum dann auch noch weiter marschiert. Das ist wirklich brutal. Also von daher,
ich würde sagen, wir machen jetzt hier nochmal einen Kickdown und dann, Robert, willst du noch irgendwas zum Abschluss sagen? Nee, ich finde es eigentlich schön so. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, Leute, wir machen Schluss hier und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.